Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Session Breakdowns für Songs aus dem neuen Album von Lord of Lost, Judas, was jetzt auch schon draußen ist. Und wir machen passend in gewisser Art und Weise zum Titeltrack, gefühlsmäßig, heute den Session Breakdown. Ich bin Chris, den ihr vermutlich maßgeblich eben kennt als Sänger exakt dieser Kapelle. Ich bin aber nebenher ja auch noch so ein bisschen Tontechniker und Produzent und das maßgeblich ganz häufig immer im Team mit Benny, der fester Teil von Lord of Lost ist, hinter den Kulissen, zusammen mit noch einem ganzen Haufen anderer Jungs. Und Benny hat für Judas bei den Aufnahmen und beim Sounddesign bereits Sachen gemacht, sehr früh und auch beim Songwriting. Hat dann eine Weile pausiert und ist dann quasi mit frischen Ohren am Ende zum Mixstart wieder dazugekommen. Dann hatte ich ein bisschen Zeit, meine Ohren zu entspannen und bin dann am Mixende wieder dazugekommen. Das machen wir ganz häufig so. Wir produzieren ja sehr viel. Auch für andere Künstler, bunt durch den Genrewald hindurch. Und da haben wir immer eine Produktionsaufteilung, wo wir immer versuchen, die Kompetenzen zu bündeln und gegenseitig uns Zeiträume zu schaffen, dass wir jeweils mit frischen Ohren in der Lage sind, aufeinander einzugehen und das Produkt zu verbessern. Und das hat hier auch hervorragend geklappt. Und ja, wir haben in den letzten beiden Songs maßgeblich über Drums und Gitarre und Bass gesprochen, wollen heute ein bisschen mehr auf diese ganzen Instrumente eingehen, die im eher sphärischen Bereich stattfinden, also Orgel, Klavier, Streicher und vor allen Dingen auch auf die Stimme und die Chöre, die wir hier haben. Und wenn ihr den Song nicht kennt, The Gospel of Judas, ihr findet hier unten einen Link, dann hört ihn euch jetzt kurz an. Und wenn ihr interessiert seid an den anderen beiden Episoden, dann schaut einfach nach dem Session Breakdown von Priest und For They Know Not What They Do. Und ich würde vorschlagen, dass wir auch hier erstmal ganz kurz uns die Grundzutaten einmal anschauen, bevor wir dann näher ranzoomen. Zeig doch einfach mal, was wir hier so liegen haben. Wir haben hier auf der linken Bildschirmseite einmal die Übersicht über unser Edit-Bereich, über die Audiospuren, die da so rumliegen. Und auf der rechten Seite ist der dazugehörige Mixer. Einmal ganz grob übersprungen. Also die Spur findet sich hier im Mixer auch wieder. Selbe Spur, andere Darstellungsweise. Und da haben wir, was die ganze Session denn zusammensetzt, einmal hier in Blau das Schlagzeug. Kessel, genau. Hier in dunkelblau die Kessel, ein bisschen heller Blau, alles Blech, also die ganzen Becken und sowas alles. Und die Räume von den Schlagzeugaufnahmen. Hier drunter, das ist eigentlich Türkis, ja, ne? So das Türkis-ähnliches. Nochmal Percussions auch von Nick in dem Raum aufgenommen. Und hier in heller Blau nochmal so ein paar unterstützende Spuren. Auf eine gehen wir gleich nochmal ein bisschen ein. Und genaueres über den Aufbau von sowas seht ihr im Priest-Video, im Priest-Session Breakdown. Dann haben wir hier in Orange alles, was das Low-End bedient, nicht nur, aber maßgeblich alles am besten, sei es jetzt der echt gespielte Bass von Klaas in allen möglichen Soundfacetten, programmierte Bässe, fast programmierte Bässe, FM-Bässe, alles mögliche hier in Orange, dann in Lila, Pink, Rosa, alles an Gitarren. Wenn euch das wundert und ihr das später hört und denkt, mein Gott, was ist denn da überhaupt Gitarre, was ist Bass, was ist echt gespielt, was nicht, was sind denn die Drums, soll das jetzt irgendwie 80s sein oder ein Metal-Drumset, ist irgendwie alles. Schaut euch die anderen beiden Episoden an, da gehen wir sehr auf dieses Hybrid-Konzept ein, von dem wir sehr großer Freund sind. Gerade Bass und Gitarre ist bei dem For They Know Not What They Do Session Breakdown, da sind wir da ein bisschen in die Tiefe gegangen. Und dann kommen wir zu dem Bereich, den wir uns heute genauer angucken. Ab hier in grün haben wir hier zum Beispiel das Piano, die Orgel darunter, dann die Streicher darunter und dann hier in verschiedensten Rottönen einmal der Chor in den verschiedenen Lagen und Stimmen und hier unten die Stimmen von maßgeblich Chris hier in den ganzen Rottönen und an einigen Stellen noch von Pi, der Backing Vocals zu dem Album beigetragen hat. Wollen wir einmal in alle Gruppen können wir einmal ganz kurz reinhören. Hören wir uns am besten hier einmal am Ende erstmal Drums, ne? Chorus an. Und das ist dann alles, was irgendwie an Drums zusammenspielt. Dann haben
haben wir hier den Bass. Ja, hier im Vers zum Beispiel haben wir unseren FM-Bass dabei. Also in verschiedensten Facetten. Wir haben die Gitarren. Hier ein bisschen Chorus mal. Dann haben wir das Piano, aber da gehen wir gleich nochmal. Mach ruhig mal die ganze Orchestergruppe einmal an, dass wir alles, was Grünes, einmal anmachen. Das wäre das hier. Piano, Strings, Orgel. Und dann alles, was menschliche Stimmen sind. Vor allem nichts aus der Dose, sondern wirklich. Jetzt kommt der Chor hier gleich rein. Genau, und darauf gehen wir gleich auch nochmal genauer ein. Ich überlege immer noch, wie diese scheiß Farbe heißt. Es klingt so ähnlich wie Oliv oder Oval oder Opal oder dieses komische Grün von den Percussions. Ocker. Nein, nicht Ocker, das ist braun. Wie heißt denn diese? Weißt du, was ich meine? Nee, leider gerade gar nicht. Klingt so ein bisschen wie Öl. Scheiße, ich muss das jetzt googeln. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ja, echt, ernsthaft. So. Ich wollte auch ganz kurz auf eine Sache eingehen. Dem sehr aufmerksam ist vielleicht nicht entgangen, dass bei den hellblauen Spuren, das sind die elektronischen und zusätzlichen Beats und so, eine Spur Combi Christ heißt. Wir hören einfach mal rein. Dann wisst ihr, warum die Combi Christ Genau, das ist hier im Vers. Das ist die Combi Christ Spur. Und wir machen mal Folgendes. Wir machen jetzt mal wieder den Vers an und die Combi Christ Spur aus. All of these words are your own. Jetzt machen wir sie mal an. You set your story in stone. Können wir mal die Spur, da ist mir noch ein FM-Bass dabei, der auch noch seine Arbeit leistet. Und vielleicht die Bassdrum auch noch mit dazu. Dann der Combi Christ Beat. Jetzt, wie du meinst, die Bassdrum. Schon haben wir eigentlich. Ja. Get your body beat. Können wir eigentlich auch noch die Becken. Da ist Joe Letts noch am Start. Ja, also wie kommt sowas zustande? Irgendwie ganz einfach. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben einen Song geschrieben, Pi und ich waren das. Und wir hatten die Strophe, 4 to the Floor Beat. Irgendwie wir wussten, jetzt soll der Song auf Fulltime. Und dann sagt einer, ey, wir brauchen wie so ein Gang, dass ein bisschen so Geschwindigkeit reinkommt. Und dann einfach irgendwie so einen generischen Apple Loop aus Logic rausgezogen, den irgendwie so ein bisschen mit der Maus zerhackt und ein Verzerrer drauf. Und man sagte, ja, fürs Demo reicht es jetzt erstmal. Und dann sich in den Sound verliebt über Wochen und Monate und immer gedacht, naja, den machen wir nochmal ordentlich. Aber eigentlich war es schon ordentlich, weil genau diese Impulsidee, einfach mal kurz sowas hinzuklatschen und es fühlt sich richtig an, ist manchmal die beste. Und ihr habt es vielleicht schon bei den anderen beiden Breakdowns gesehen, es bleibt immer irgendwas aus dem Demo liegen. Teilweise auch Vocals, ne? Teilweise auch Vocals. Einige Vocals hast du aus dem Demo noch. Genau, also es gibt bei einigen Songs, ist komplett, der Song The Death is Just a Kiss Away zum Beispiel, den konnte ich nicht nochmal so singen. Ich habe ihn vielleicht technisch besser gesungen später, aber er klang nicht besser, einfach weil das Gefühl nicht so stimmte. Bestes Beispiel Angels von Robbie Williams, Demo-Vocals behalten. So, jetzt kennt ihr die Elemente und wir wollen jetzt maßgeblich so ein bisschen über die ganzen orchestralen Sachen sprechen. Ja. Und zwar war hier die Idee, großes Klavier, Konzertflügel, geil, haben wir auch in Chameleon Studios, wir haben Steinway im Studio 1, aber der Raum an sich, auch wenn er groß ist, hat er immer noch den Klang eines Aufnahmeraums, nicht aber eines großen Konzertsaals, am besten eines Konzertsaals mit Treppenhaus. Ich habe überlegt, wo gibt es sowas? Ups, in meiner alten Schule. Witzigerweise in der Aula, wo auch die Bühne drin steht, auf der ich das erste Mal gesungen habe, so richtig, vor Publikum, damals in der 12. Klasse, habe ich in Mackie Messer einer 3-Groschen-Oper gespielt und wir durften zurückkehren in meine alte Schule. Danke an der Stelle. Und Benny, stellt euch mal vor, wie man das so macht mit 6 Mikros und einem Klavier. Genau, wir haben das Piano in 3 Mikropaaren, also 6 Mikros insgesamt. Wir haben einmal, können wir uns mal anhören, wie das Piano im Mix klingt. Das ist jetzt alles gemeinsam.
Und wir haben da insgesamt 3 Mikropaare aufgebaut, eins ganz dicht dran, also so nah wie es irgendwie sinnlich machbar ist und auch gut klingt. Und aus der Perspektive kennen die meisten, eigentlich kennen das fast nur Pianospieler aus so dicht dran. Das klingt dann so. Das ist die Spur hier oben, das Piano AB. AB, da spricht man vom Mikrofonaufbau, das ist ein AB. Petrol. Petrol. Petrol? Die Farbe ist Petrol. Mit O? Ja. Petrol, da siehst du, ist ein O dran. Petrol. Ja. Ah. Ja, aber ich hatte also irgendwas mit Öl, Oliv, weil Petrol erinnert mich Petroleum. an. Ja, und an diesen Benzinhersteller aus hier, der häufig als Sponsor für Petronas. Ja, aber Petrol gibt's auch. Petrol? Sponsor für so MotoGP. Achso, ich kenne jetzt nur Petronas, die aus Indonesien oder so, die Mercedes AMG sponsoren. Genau, und im Motorrad, in MotoGP, egal. Genau. Ihr merkt, wir sind Nerds auch auf einem anderen Gebiet, aber das ist Petrol. Fuck. Genau. Wir haben hier einmal, wie gesagt, das dichte Mikrofon-Setup, was genau dran ist. Dann haben wir hier einmal RM, steht für Raum, und P natürlich für Piano. Den ersten Raum, das ist noch in der Schulaula, so 8 bis 10 Meter, glaube ich, entfernt ungefähr. Mit 2 von diesen Mikros auch. Ja, genau. Aber auf Kugel gestellt, ne? Kugel heißt, dass die Mikrofone um sich herum, egal von wo, gleich aufnehmen. Das heißt besonders räumlich. Das ist jetzt die reine Niere, ne? Ja. Das sind die C112B, die haben eine feste Niere, und dann gibt es die C212B, die kannst du umstellen, und die hatten wir für einen Raum. Und die standen auf 3-4 Meter Höhe mit einem Groß-AB von 5-6 Metern. An alle Klugscheißer da draußen, ja, das ist nach Mikrofonbuch kein Groß-AB mehr, sorry. Zieh mal den Kittel aus. Ja, okay. Genau, die machen diesen räumlichen Sound. Exakt, da hören wir jetzt auch mal kurz rein. Kannst du mal dazu fahren. Vielleicht zum anderen. Ja, das Trockene sehr, sehr dicht dran, aber meistens kennt man so ein Piano eher in so einem Gewand, weil man ja meistens im Publikum einen Ticken weiter weg sitzt, den Raum dazu hören kann. Man muss sagen, dass der trockene Sound hier natürlich auch nicht wirklich trocken ist, weil natürlich, wenn so ein Piano in einem Konzertsaal steht und die Mikrofone ungefähr 1 Meter davon weg sind, nehmen sie ja auch immer noch ein bisschen Raum mit auf, aber eben nicht so viel. Genau, hier sind wir jetzt übrigens im Mixer, da haben wir auch noch einen zusätzlichen Raum, den können wir auch mal kurz ausmachen. Den sehen wir hier auf ein. Wir haben ja das Piano in der Schulaula aufgenommen, die Orgel in der Kirche, die Streicher in Bulgarien in dem Studio. Und dann haben hier im Mix haben wir dann ein Reverb, der den 3 Instrumentengruppen nochmal einen großen gemeinsamen Raum gibt, um das wieder so als Gesamtkonstrukt zusammenzuschmelzen. Genau, hat aber eher was mit Homogenisierung zu tun, weniger mit dem Nachhall an sich. Der passiert tatsächlich hier bei uns bei der Aufnahme, was so unser großer Wunsch war, eben den Hall gleich mit aufzunehmen. Das ist eine ästhetische Frage noch dann. Du kannst ästhetische Fragen behandeln? Schlecht. Ich auch. Ja. Das ist geil, wir können beide irgendwie nichts, und wenn wir das kombinieren, können wir noch weniger. Das ist cool. Gemeinsam sind wir unausstehlich. Dann haben wir noch ein drittes Stereopaar, und das stand außerhalb der Aula im Treppenhaus der Schule. Genau, stellt euch vor, ich bin die Aula, ja? Hier ist die Wand, große Wand, und hier sind 2 Türen. Aus beiden Türen geht's raus in ein großes Treppenhaus. Und dann haben wir quasi hinter dieser Wand hier die Mikrofone aufgebaut, Stereo und 2 Richtungen zeigend. Das heißt, der Sound quillt hier raus und wird hier aufgenommen. Reiner Diffusschall. Diffusschall heißt, man hat keinen Direktschallanteil mehr. Das heißt, diese Mikrofone sehen auch den Flügel dementsprechend nicht. Und das war richtig Rock'n'Roll, 2 Schuhe SM57, weil alle anderen Mikrofone wären zu empfindlich gewesen, weil Verkehrslärm und Rauschen und keine Ahnung. Uhren in der Schule, die wir abhängen mussten, überall, die getickert haben. Und so können wir hier noch einen wirklich großen Raum dazu fahren, den ihr zum Teil in einigen Intros und Outros auf der Platte auch ausschließlich hört, wo man wirklich nur diese Mikros hört, diese große Räumlichkeit. Das wäre der Raum hier. Das ist dann wirklich weit weg, und wenn wir den jetzt mal, das ist jetzt zu laut, aber wenn wir den jetzt mal kurz dazu fahren, die beiden anderen, also das Direktsignal, das erste Raumpaar, und dann machen wir danach das zweite Raumpaar an. Da hört man auch, wie das Piano so richtig nochmal ein Stück wegrutscht und wie auch schon die Transienten so unterschiedlich. Man sieht ja auch richtig, wie das Signal erst
am direkten Mikro dran ist. Genau, Benjamin, wir haben ja schon in der Folge 2 geklärt, dass Schallgeschwindigkeit nicht unendlich ist. Und deshalb kommt das Hallsignal auch ein bisschen später, ein bisschen träge. Und wir sollten so eine Wissenschaftssendung machen, ohne davon was zu wissen, aber... Das wäre doch mal ganz witzig. Über Sachen, also quasi so wie jeder heutzutage. Keine Ahnung davon, aber ich möchte meine Meinung raushauen. Wir sollten das machen, was alle anderen machen, und zwar bei Filmen. Ja. Heißt sowas nicht YouTuber? Ja, dann müssen wir aber nach Dubai auswandern. Langes Thema, anderes Thema. Zurück. Dann haben wir als nächstes hier die Orgel. Und wo die aufgenommen wurde, kannst du gerne noch mal was zu sagen? Ja, in einer Kirche, und zwar nicht in irgendeiner Kirche, sondern in der Kirche, in der wir auch das Till Death Us Do Part Video gedreht haben. Und wir haben uns halt überlegt, naja, eine Kirchenorgel, die kann man nun auch irgendwie auch aus der Dose holen. Gibt 1000 Softwareinstrumente dafür, Keyboards würden jetzt viele vielleicht sagen. Aber echte Orgel ist schon einfach massiv geiler und hatten die Chance, das zu machen. Und bei einer Kirchenorgel nimmt man maßgeblich den Raumsound auf. So eine Kirchenorgel kann man sich jetzt hier in den Raum bauen. Hier passen sicherlich auch 3000 Pfeifen rein, aber es klingt halt nach nix. Das heißt, ihr seht hier auch, hier steht zwar A, B, das was immer eigentlich selbe Thema wie oben. Nicht unbedingt heißt, dass es eine Raumaufnahme sein muss, ja. Aber wir haben hier eben einmal etwas näher dran und einmal eben weiter weg, einen Raum. Und selbst die Mikrofone, die näher dran stehen, sind schon sehr diffus, weil ich glaube, die Orgel in der Kirche hat, glaube ich, 4.500 Pfeifen oder so, die sich natürlich alle in einem riesengroßen Regierwerk befinden. Das macht einen unglaublich schönen, großen Klang, wenn man da sitzt und wirklich die Mauern wackeln, weil so eine Orgel geht auch locker mal bis in den Infraschallbereich, den man nur noch im Bauch spürt und nicht mehr hört, ist das schon beeindruckend. Und ja, genau. Kannst du mal zeigen. Klingt zusammen so. Da haben wir einmal das direkte Signal, was wir halt gerade meinen, dass es auch schon so, da es so groß ist, so weit weg ist, dass es eigentlich gar nicht mehr ein richtiges Direktsignal ist. Und dann nochmal ein Signal, das habt ihr vom Balkon, glaube ich, aus aufgenommen, ne? Mikrofon. Genau, aber Balkon dementsprechend vorne. Also die Orgel war in diesem Fall im hinteren Kirchenschiff, also gegenüber vom Altar. Und wenn man dann davon weggeht, geht man ja quasi wieder Richtung Altar und hat diese Seitenbalkone. Und dort haben wir dann auch 2 von diesen Mikros in das Kirchenschiff reingehangen, dass sie nach oben und nach unten, also mindestens 4-5 Meter haben und frei in der Luft quasi schweben. Ja, das klingt dann so. Halt ein bisschen diffuser, ein bisschen weniger aggressiv. Und kombiniert so. Wenn man jetzt das Diffuse mal ein bisschen lauter fährt, merkt man auch, dass die Töne nochmal deutlich mehr verschwimmen und so. Wenn ihr euch jetzt wundert, sagt, naja, ich habe in der Kirche gesessen schon mal, das war irgendwie imposanter und Chris hat auch gerade was gesagt von die Wände wackeln etc. Wir haben hier natürlich die Orgel im Bassbereich beschnitten, weil sie im Kontext mit einer Rockband zusammen das nicht braucht. Aber im Intro, kannst du mal kurz gucken, da hat die Orgel richtig Platz. Und da gibt es nach diesen... Ja, draußen geht gerade die Welt unter. Geil, richtig Gewitter, hier geht's ab, ey. Wir haben diese Abschläge am Anfang und dann kommt auf einmal unten einer von diesen Pedaltönen, also die man auch wirklich mit den Füßen spielt. Ja, deswegen heißt die auch Schub. Ja. Dann haben wir hier einmal nur die Schubspur quasi sogar alleine im Song stehen. Ich glaube, das wird man später hören. Mit der Orgel. Kannst du mal Orgel alleine zeigen mit dem Schub. Und das war total abgefahren bei den Orgelaufnahmen. Ich dachte, was ist denn das für ein Gerumpel, Alter? Das waren die Kirchenglocken, weil irgendwie jede Stunde schlägt es natürlich dann irgendwie. Und wenn man aber in dem Kirchenschiff sitzt, hat man das gar nicht richtig gehört. Man hat nur den Tür zu ist. Man hat nur den Raumklang. Okay, das ist beeindruckend. Jetzt hagelt's. So, liebe Freunde, ich bin jetzt hier ganz alleine und ich zeige euch jetzt nochmal die Streicher kurz. Ist schon so. Da hatten wir letztes Mal schon in der letzten Folge was, aber hier sind auch schöne Sachen passiert. Wieder unsere Bulgaren. Haben wir eigentlich auch einen Kontrabass in diesem Song oder haben wir hier keinen gebraucht? Nee, haben wir keinen. Nee, keiner drin. Ja,
Dann kommen wir mal zum Chor. Wir haben hier keinen Kirchenchor uns irgendwie mit 100 Leuten geschnappt, sondern Leute, die wir kennen, Musiker aus unserem Umfeld. Das ist zum einen die wunderbare Scarlet Dawn, dann Ronald Zeitler, a.k.a. Major Voice, dann aus unserem Produktionsteam, auch mit dem wir auch viele Songs schreiben, auch für Judas, Corvin Bahn und Benjamin Mundigler und Niklas Thurmann. Alles Sängerinnen, die in der Lage sind, mindestens 2 oder auch 3 Stimmen abzudecken. Das heißt, so eine Scarlet Dawn, die kann eben mal easy vom Sopran bis in den Tenor rein und so ein Major Voice kann eben vom Tenor bis in tiefen Bass. Und so geben sie sich hier die Klinke in die Hand. Und was ihr hier seht, ist jede von diesen Spuren, C steht für Chor und habt eben Sopran, Alt, hier ein paar Tenöre, Baritone, richtiger Bass ist hier gar nicht dabei. Ist es nun mal einfach so, dass jede von diesen Spuren bereits ein Submix ist aus diversen Stimmen. Das heißt, die Sopranspur ist bereits 20, 30 Spuren. Das heißt, jeder von diesen Sängern wurde mehrfach hintereinander im Studio aufgenommen und hat sich selber zu so einem Chor an seiner eigenen Stimme gestackt. Und das haben wir 5 Tage am Stück gemacht. 5 Tage, 5 Sänger. Genau, lass mal rein. Können wir uns die Stelle hier mal angucken. Das ist folgende. Und da jetzt mal einzeln die Spuren, angefangen mit Sopran. Lass ihn ruhig an, das klingt immer ein bisschen mehr nach tatsächlichen Kirchenchor. Ne? Altspur dazu. Tenor. Witzig ist, wenn man die einzelnen Personen kennt, die das singen, hört man sie alle raus. Ja. Und im Kontext. Ja. Das hat unglaublich Spaß gemacht und das haben wir echt für 24 Songs fast durchgezogen. Ich glaube, auf fast jedem Song haben wir diesen Chor. Ja. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn auf einmal so ein Chor dann auch Worte singen kann und man nicht nur irgendwo auf eine Keyboard-Tastatur drückt und es macht mit einem Sound, den irgendwie alle sich kaufen können. Ja, dann fehlt noch meine Stimme. Das fühlt sich jetzt irgendwie befremdlich an, das irgendwie alleine zu beschreiben, so ein bisschen wie nackt aussehen vor der Kamera. Also mache ich sehr gerne, aber nur privat. Weißt du ja. Nicht hier, bitte. Okay. Ja, sag doch mal, was hier so passiert ist irgendwie, gerne. Ich muss ehrlich, ich habe ja deine stimmliche Entwicklung jetzt ab dem 2. Album, glaube ich, mitverfolgen können, ne? Drama. Es tut mir voll leid, dass du es mitverfolgen musst. Ist okay. Was macht man sich nicht alles für eine Karriere? Und das ist echt interessant, wenn man mal anguckt, danke. Wenn man mal anguckt, wie, man kann fast schon sagen, runtergebrochen, das bei der Platte mittlerweile ist, ne? Also ich weiß noch, nein. So war das jetzt nicht gemeint. Wie es konzentriert aufs Wesentliche. Das ist, glaube ich, schön ausgedrückt bei der Platte. Weil ich weiß noch, am Anfang, auf den ersten Alben gab es, glaube ich, immer 3, 4, 5 Spuren alleine im Vers. Da gab's die Hauptstimme, dann gab es eine tiefe Oktave, dann gab es nochmal irgendwie rau dazu, dieses gehauchte, dann wahrscheinlich nochmal eine doppelte Spur und dann vielleicht nochmal einzelne Worte von links und rechts, nochmal, damit es breiter wird. Und wisst ihr warum? Weil ich nicht meine Stimme akzeptieren konnte, wie sie ist. Und ich dachte, ich muss immer noch mehr machen, damit irgendwie ich sie selber geil finden kann. Und das Selbstvertrauen habe. Das ist wie zu viel Instagram-Filter. 1000 Stück. So. Ja, stimmt. Kann man so sagen. Und eigentlich muss ich sagen, je weniger Spuren die Songs hatten und die von Album zu Album sind die roten Spuren, mittlerweile passt es ja wirklich in ein Fenster rein. Ich weiß noch, den ersten Alben musste ich halt scrollen durch die Vocalspuren durch. Ich habe zum ersten Mal tatsächlich, also in Strophen gibt es bis auf wenige Ausnahmen wirklich gar keine Doppelung. Es gibt einfach nur eine Stimme, fertig. Ist sicher auch eine Geschmackssache, aber ich finde es so viel besser so. Man kann dem so viel besser, es ist einfach purer. Ich muss aber auch, wenn das Wort da passt, aber... Ich muss aber auch mal sagen, ich singe inzwischen auch, das kann ich auch objektiv betrachten, ein bisschen weniger scheiße als damals. Also es war damals auch voll okay, finde ich so, aber ich kann jetzt ganz anders Sachen abliefern, wo ich schneller sage, das ist okay. Das kann man rausbringen. Früher habe ich 100 Takes gebraucht, bis ich irgendwie zufrieden war. Und zu Recht. Durch mehr Kontrolle? Nee, einfach Übung.
Ja, also du hast quasi mehr Kontrolle jetzt über deine Stimme. Ich denke. Und bist deswegen schneller bei dem, was du eigentlich brauchst. Vielleicht bin ich auch vollkommen verblendet und habe einfach, keine Ahnung, bin einfach schneller zufrieden, kann ja auch sein. Nee. Aber ich glaube, ich bin einfach auch, also sagen wir mal so, jetzt ist fast jeder Schuss ein Treffer so und dann kann ich auch einfach sagen, passt. Und früher war halt einfach 100 Schuss ein Treffer und dann musst du den halt raussuchen. Ne? Ja, aber zusammengebaut aus 8 verschiedenen genau. Bereichen. Also so, und das ist jetzt ja, ich meine, wir haben mit dem Vers ja wirklich nur... Komm, wir zeigen Leuten mal ohne Reverb und alles arschtrocken. Das, was man eigentlich ungern macht. Ja. You fill this canvas yourself. Das ist jetzt die ganz trockene... Genau, und der Reverb, der ist jetzt dazu da, um die Stimme in diesen gerade von Orgel, Klavier etc. kreierten Raum zu bringen. Und das ist natürlich dann eine Meisterarbeit von Benny, dafür zu sorgen, dass durch dieses hier zwangsweise künstliches Reverb, sonst hätte ich in der Kirche einsingen müssen, was den Mix unkontrolliert macht, das so zu schaffen, dass das sich wiederum anhört wie, ja, hier haben Menschen zusammen musiziert in einer großen Kirche zum Beispiel. Genau, du kannst aber kurz ohne Reverb im Kontext hören. You fill this canvas yourself. Da hört man, die Stimme hat nichts mehr mit dem Rest der Instrumente zu tun, schwebt irgendwie so über der Musik. Ja, ich finde, man kann sogar... Das kommt so dicht ran, ne? Die springt aus dem Lautsprecher raus. Fällt vorne raus, wie man so sagt. Genau. Ja. Und wenn man jetzt mit Reverb das Ganze hört... You fill this canvas yourself. Und dann mit dem Delay nochmal dazu. You fill this canvas yourself. So, und jetzt zeige ich mal kurz eine Sache, was wir mit Absicht gemacht haben. Die Judas, die da kommen, die von mir gesungen sind, und Pi, die sind mit Absicht, das soll jetzt größer klingen, sind mit Absicht furztrocken, damit die so unangenehm so vorne stehen. Das heißt, da ist immer meine Stimme schön eingebettet und dann so Judas und dann singst du wieder in den Mix rein. Genau, das sind die hier. Judas. Lass mal meine mit dazu an, dann hörst du, wie die zusammenarbeiten. Canvas yourself. Judas. Das ist jetzt was Klaustrophobisches kurz. Ja. Und jetzt Weil die Pause ist, die sind einfach weg. Ne? Use your name. You. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe sogar die Drums dafür extra trocken gelassen. Halt Ja, oder die Heilräume abgeschnitten oder sowas. Ja, Ne? kann man ja mit viel arbeiten. Genau, und dann haben wir hier so ein paar Effektdinger, irgendwie das geschrieene Father oder sowas. Das ist dann, glaube ich, auch irgendwie Verzerrer oder so. Weiß ich gar nicht. Ja, Hast du schon mit Reverb angeliefert? Ich genau, auf der Spur nämlich gar nicht. teilweise passieren eben in den Songwriting-Sessions dann schon so über die Monate so Kreativkram, dass man dieses Father, was irgendwie nach einem großen Raum klingen soll, da packt man irgendwas drauf oder irgendeine Verzerrung. Da muss ich nicht für Benny für einen Mix eine Spur geben, wo ich dazu schreibe, bitte für diesen Fitzel ein Reverb, der so groß ist mit, keine Ahnung, kriege ich das gleich so angeliefert. Ne, das ist quasi ein Sound, da gehört der Hall mit dazu. Ansonsten ist natürlich immer das Credo, dass man Spuren so trocken wie möglich und so sauber wie möglich anliefert, damit Benny in der Lage ist, das später kontrolliert in die räumliche Tiefe des Mixes einzuarbeiten. Ihr habt immer diese paar Ebenen. Ihr habt einmal Lautstärke, ihr habt eine Panoramabreite, mit der ihr arbeitet, und ihr habt eine räumliche Tiefe. In gewisser Art und Weise auch was Dreidimensionales im Binauralen, das steht auf einem anderen Blatt Papier, dazu gern mal später in Folge 4, die es noch nicht gibt. Aber diese 3 Ebenen, genau, und darauf muss man irgendwie achten. Ja, und sonst, ich glaube, meistens kam dann mit zusätzlichen Stimmen, können wir hier mal reinhören. Genau, Das ist gerade jetzt die von der Pi. Chorus. Dann war einmal hier die direkte Stimme. Dann eine Doppelung, die Stereo verbreitet oder links-rechts gesungen ist für ein bisschen Größe. Die klingt dann so. Die ist auch ein bisschen rauer gesungen. Und um das zu unterstützen, habe ich die auch, sieht man jetzt hier nicht, weil es gefreezed ist, aber auch nochmal sehr platt komprimiert. Das fängt auch schon mit an zu zehren. Also eigentlich ist das rein technisch voll drüber und Da falsch. kommen auch diese O von Pi rein und dann die Judas-Antworten im Chor. Das heißt, man hat eigentlich diese 3 Ebenen. Hauptstimme. Das ist Pi, ne?
Genau, man hat hier 3 Ebenen. Hauptstimme, dann dieses Stadion-Element, nenne ich es mal, und dann den klassischen Chor. Your blame and shame all begun. Judas, Judas, you found your faith when all was black. Und im Vers eigentlich dasselbe Spiel, ne? Genau. Nur ohne Stadion. Ich glaube, im zweiten Vers ist der Kirchenchor mit da, genau. Hier, Kannst du mal. ja. Da haben wir hier einmal die direkten Spuren. You write the music. Halt die ganz trockenen, ne? Zusammen mit dem Chor. Judas, Judas. When Aber will der Chor hat wiederum, Der Chor hat Reverb, genau. aber nicht, bei weitem nicht so laut sind wie hier, wie im Chorus. Lass uns nochmal abschließen mit bisschen einer dichter ganz dran. doll nerdigen Sache, die sich vielleicht der eine oder andere gefragt hat beim Durchscrollen. Lass uns mal unten auf den Mixbus gehen und auf die Automation, die du gemacht hast, weil für die Tontechniker hier mag das vielleicht interessant sein. Die anderen können wahrscheinlich schon abschalten. Ja, tschüss, bis dann. Ja, du meinst die Automationskurve Ja, hier. genau. Da habe ich erzähl doch mal, Benjamin. Da habe ich hier von dem Kompressor, der auf der Summe drauf sitzt, Was übrigens witzigerweise, sorry, ein analoger Kompressor ist, der aber automatisierbar ist und als Plugin man sich anzeigen lassen kann. kann ich nur empfehlen. Den für seht alle ihr jetzt Nerds hier da nicht. draußen. Hier unten ist ein analoges Mixrack mit ganz viel Scheiß, wo das durchgeht gerade, was ihr hört. Was ganz viel wirklich Drähte sind, wo was durchfließt, aber kontrollierbar. Genau, und jetzt, analoges Equipment. Und was wir hier aus dem Plugin steuern können, ist jetzt wirklich nerdig. Und hier können wir zum Beispiel sehen, weil ich habe mir irgendwann angewöhnt, man kennt das ja, das ist jetzt ein SSL-Klon, also der geht genau in diese VCA-Kompressor-Glue-Richtung. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt, weil ich diesen Bereich zwischen 0 und 4 dB Compression, also gerade so, wenn es um die 2-3 dB die ganze Zeit so rumwabert, da finde ich die Kompression von dem Kompressor am angenehmsten. Danach wird er stumpf, sonst irgendwie so. Ja, der fängt irgendwie an, so die Seiten so reinzuholen. Auf einmal wird es wieder klein. Das ist ganz, ganz sensibel irgendwie ab da. Also ich würde Bei Drums, finde ich, geht es bei 2 meistens schon los, dass er komisch klingt, häufig. Ja, oder man übertreibt es halt total. Dann wird es auf einmal wieder interessant. Ja. Warum auch immer, aber. Ja, aber auf dem Mix fängt es da auf einmal an, irgendwie Energie zu nehmen. So Impacts kommen nicht mehr so richtig raus. Und die Platte ist auch die erste Side-Fact, wo ich mit einer Ratio von 1,5:1 gearbeitet habe. Du krankes Schwein. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte einen ganz verrückten Tag. Nee, fand ich voll interessant. Irgendwie. Machst du denn eigentlich parallel? Nee, dann hast du Nee, Mix hast du komplett tatsächlich, ne? ja. Komplett. Aber ich meine, 1,5:1, das ist ja echt nur so ganz leicht ankneten. So. Und mit einer Attack von 30 Millisekunden gehen die Transienten gefühlt fast ganz durch und dadurch ist es echt schön transientenreich geblieben. Genau. Also wenn ihr mal ganz leicht angeknetet werden wollt, kommt in die Chameleon-Studios. Das klingt so falsch, ey. Und deswegen habe ich mir irgendwann angewöhnt, weil so ein Vers, wie wir es hier hören, ja viel leerer ist, was das Instrument... Da seht ihr die Gain Reduction, ne? Die Nadel von 0 bis minus 20. Da sehen wir, der fängt nur so ganz leicht an. Da sind wir jetzt so bei 2 bis 3 dB. Fängt er an, durchgehend einfach so ein bisschen zu komprimieren. Dass ihr Bescheid wisst, das ist nicht das, was ein Kompressor lauter macht am Ende mit dem Output, sondern das ist das, was er erstmal reduziert, die Gain Reduction. Ne? Das Make-up-Gain ist das, was man am Ende wieder lauter macht, um den Pegelverlust aufzuholen. Und da so ein Chorus, der viel voller, größer und lauter ist, würde der Kompressor hier viel, viel stärker reagieren. Und dann hätten wir das im Vers, dass er da in diesem optimalen Bereich von 2 bis 3 dB ist, im Chorus aber dann über die 4 dB gehen würde. Und das habt ihr häufig bei beschissen gemixten oder auch gemasterten Sachen, achtet mal drauf. Alles klingt irgendwie fett, so cool. Und dann kommt irgendwie auf einmal eine ruhige Stelle, so ein kurzer Break vorm Refrain. Und ihr habt Strophe, 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 Break, Refrain. Ja, weil da auf einmal Platz ist. Ja. Weil da der Platz ist und auf einmal das super laut rauskommt. Ups. Und da merkt man immer, dann wird da irgendwie nicht so richtig drauf geachtet. Und das ist auch einer der großen Probleme dieser ganzen algorithmusbasierten Mastering- und Mix-Assistenten. Die machen sowas nicht. Für sowas hat man halt einen Mensch oder einen Benny. Boah, das war fies. Hä? Nichts. Und deswegen habe ich mir irgendwann angewöhnt, den Threshold, also den Wert, ab wo der Kompressor anfängt zu arbeiten, den immer, je nachdem wie viel Grad in dem Part, also man kann wirklich hier stufenweise sehen, der Part ist leise, der ist lauter und der ist noch lauter.
Und jetzt kann man hier auch sehen, wie das mitwandert. Burn your own sky. Chorus wird gleich nochmal ein lauter. Dadurch bleibt die Nadel immer so im 2 bis 3 dB Bereich. Und ja, habe ich mir irgendwann angewöhnt und beibehalten. Und ich war sehr happy, als es irgendwann diesen analogen Kompressor gab, bei dem ich das auch machen kann. Das ist ein großer Teil meiner Arbeitsweise. Ist echt geil. Und damit sind wir auch am Ende von dem 3. Session Breakdown. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst es einfach unkommentiert. Wenn ihr es hasst, dann ballert die Timeline voll. Und vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns bald vielleicht dann nochmal wieder und machen das für noch ein paar weitere Songs. Vielen Dank. Ciao.